Hallo Leute, heute stelle ich Ihnen eine coole Strategie vor, mit der Sie Ihre Einzahlung verdoppeln können, wenn Sie alles richtig machen. Und wie macht man alles richtig? Machen Sie es mir einfach nach und schauen Sie achtsam. Der Gewinn ist garantiert. Hallo meine Händlerkollegen, heute handeln wir mit IQ Option. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen etwas Hilfreiches in diesem Video finden wird, denn wir werden über eine Strategie sprechen, die Ihnen helfen wird, richtige Entscheidungen auf dem Markt zu treffen und Ihren Gewinn zu erhöhen. Ich erinnere Sie auch daran, dass ich meistens auf dem anderen Broker der Pocket Option Plattform handle. Wenn Sie auf der Suche nach einem schnellen und solventen Broker für den Handel sind, der Link ist in der Beschreibung. Jetzt werde ich Ihnen in Echtzeit zeigen, wie Sie Ihre Einzahlung in nur 10 bis 15 Minuten vervielfachen können. Wir beginnen mit der Einlage $2.975. Jetzt lassen Sie uns versuchen, es um 100% zu erhöhen. Unsere heutige Ziel liegt also bei $6.000. Für den Anfang fügen wir ein notwendiges Werkzeug des Audit-Grafik hinzu. Wir öffnen die Indikatorenliste und geben Vortex ein. Wir wählen den Vortex-Indikator aus der Liste aus und klicken einmal an. Hier belassen wir der Standardeinstellungen. Wir ändern nur die Farben der Linien. Die erste Linie wird grün und die zweite rot sein. Wir klicken auf Anwenden und sehen den Vortex-Indikator in der Grafik. Jetzt müssen wir eine Situation finden, in der sich die Linien des Indikators kreuzen. Suchen wir. Vortex ist ein Indikator, mit dem man die Stärke und die Richtung eines Trends bestimmen kann. Er besteht aus zwei Linien. Die grüne Linie zeigt eine bullische Kraft an, die rote eine bärische Kraft. Ein Schnittpunkt der beiden Linien sagt uns die Tendenz von einer zur anderen wechselt. In unserem Fall ist die rote Linie nach diesem Schnittpunkt nach oben gegangen. Das bedeutet, dass die Macht der Verkäufe zunimmt, sodass ich erwarte, dass sich der Trend ändert und sie sinken beginnt. Das ist genau der Grund, warum ich das Geschäft zum Fallen gebracht habe. Und wie wir sehen, wurde ich erfolgreich geschlossen und brachte uns $436 Gewinn. Meine lieben Freunde, ein weiterer wichtiger Aspekt beim Abschluss eines Geschäfts ist das Vorhandensein einer vorherigen steigenden oder fallenden Bewegung. Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Indikatoren wie Vortex falsche Signale während Seitwärtsbewegungen des Marktes geben können. Überstürzen Sie also nicht gleich nach dem Schnittpunkt des Indikators ein Geschäft zu tätigen. Vergessen Sie nicht, vergewissen Sie sich, dass es einen steigenden oder fallenden Trend geben hat, bevor das Signal einen tretenden Indikator gibt. Erstellen Sie Signale genau über den Trendwechsel. In unserem Fall haben wir gesehen, dass der Abwärtstrend in einem Aufwärtstrend umschlägt. Deshalb haben wir uns entschieden, jetzt ein Geschäft zu machen. Es wurde erfolgreich mit Gewinn abgeschlossen und brachte uns weitere $500 ein. Das dritte Geschäft für heute öffnen wir für den Bewegungsfortsetzung. Wie wir sehen, hat das Signal bereits vor einigen Kerzen reagiert, aber wir machen trotzdem einen Deal, weil es hier eine Abwärtsbewegung gibt, an deren Ende sich die Linien gekreuzt haben. Die grüne Linie des Indikators zeigt nach oben, was auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet. Obwohl das Signal an sich schon fertig ist, machen wir nach einer kleinen Korrektur noch ein Geschäft, damit diese Bewegung wieder aufgenommen wird. Denn die Linien des Vortex-Indikators verlaufen weiterhin in entgegengesetzte Richtungen. Das ist genau der Grund, warum wir einen Deal für einen Anstieg gemacht haben. Und wie wir sehen, bewegt sich der Kurs bereits in der von uns angenommenen Richtung. Es bleiben noch etwa 40 Sekunden bis zum Ergebnis des Deals. Warten wir es ab und sehen wir, wie es entwickelt. Und wie wir sehen, schließt auch dieses Geschäft mit Gewinn ab und bringt uns 595. Jetzt machen wir das vierte Geschäft. Dieser ist sehr zuversichtlich und schön. Wir sehen einen sehr klaren Aufwärtstrend, der bereits versucht hat umzukehren. Jedoch kam der Preis zu dieser Akkumulationszone, bekam eine Reaktion und bildete ein Tweezer-Top oder ein verdoppeltes Top-Muster. Ich vermute, dass ein globaler Abwärtstrend begonnen hat. Wir machen also einen Deal und warten ab. Und was die Ablaufzeit des Deals betrifft, ich verwende einen einminütigen Zeitrahmen. Die Verfallszeit des Deals ist also ebenfalls auf 1 Minute festgelegt. Das ist genug Zeit für diese Strategie und für die korrekte Funktion des Signals. Ich hoffe, das ist klar.
In diesem Moment öffnen wir den letzten Deal des Tages für einen Anstieg. Wir tun das, weil es eine fallende Bewegung gibt, gefolgt von dem Unterstützungsniveau, von dem aus der Preis ständig eine Reaktion bekommt. Auch die Linien des Vortex-Indikators haben sich gerade gekreuzt, während die Krone sich nach oben bewegt. Das ist genau der Grund, warum wir hier einen Deal für einen Anstieg gemacht haben. Ich hoffe, das ist auch klar. Also, während wir auf den Abschluss dieses Deals warten, möchte ich Sie daran erinnern, dass Sie meine Deals automatisch kopieren können, ohne Zeit für den Handel zu verlieren. Schreiben Sie mir über den Link in dem angehefteten Kommentar oder in der Beschreibung und ich schicke Ihnen alle Bedingungen. Inzwischen haben wir $872 Gewinn aus dem letzten Deal. Das bedeutet, dass wir unser ursprüngliches Ziel erreicht haben. Unsere Einlage wird dem Vortex-Indikator um 100% erhöht. Jetzt wissen Sie definitiv, was zu tun ist. Probieren Sie die Strategie der Praxis. Tschüssi.